Herzlich willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Es geht darum, wie Deutschkenntnisse eine Karriere wirklich nach vorne katapultieren können. Hallo! Wir stützen uns dabei auf den sehr persönlichen Bericht einer Fachkraft, die genau diesen Weg gegangen ist. Für dich wollen wir heute herausarbeiten, was macht Deutsch im Beruf so wirksam und welche Türen, welche Möglichkeiten öffnet es konkret. Ja, das ist ein wirklich relevantes Thema. In unserer immer vernetzteren Welt sind Sprachen oft viel mehr als nur so ein nettes Extra im Lebenslauf. Stimmt. Sie können ein handfester strategischer Vorteil sein. Und gerade Deutsch hat da, durch die Wirtschaftskraft Deutschlands und die globale Präsenz deutscher Firmen schon ein besonderes Gewicht. Definitiv. Schauen wir mal genauer hin, wie sich das so auswirkt im Detail. Genau. Fangen wir doch mal bei der Motivation an. Warum entscheidet sich jemand ganz gezielt für Deutsch? Das ist ja doch eine Herausforderung. Im Bericht, den wir hier haben, waren die Wirtschaftsmacht Deutschlands. Man denkt da sofort an Siemens, VW, SAP, diese Globalplayer und auch die Kultur, wichtige Faktoren. Ja. Aber interessant war auch eine persönliche Affinität zur Struktur der Sprache, diese Präzision, die ja oft genannt wird. Das höre ich auch öfter. Klar ist aber auch, und das wird betont, das Lernen bis zum C1-Niveau, also einem wirklich fortgeschrittenen Level für fließende Kommunikation, das war harte Arbeit. Oh ja. Das hat Disziplin erfordert, Eintauchen in die Sprache, Immersion und natürlich viel, viel Übung. Was steckt da genau dahinter, hinter diesem Antrieb? Oft ist es genau diese Mischung, würde ich sagen. Die äußeren Anreize, also klar, die Karrierechancen, die sind ein großer Faktor, natürlich. Aber eben kombiniert mit einer inneren Motivation, vielleicht einer Faszination für die Sprache selbst oder die Kultur. Das ist dann ein besonders starker Motor. Verstehe. Und ein C1-Niveau, das muss man sich mal klar machen, das zeigt ja schon eine hohe Kompetenz. Damit kann man auch in wirklich komplexen beruflichen Situationen auf Deutsch bestehen. Absolut. Bemerkenswert finde ich hier, wie diese anfängliche Motivation, sei sie nun extrinsisch oder intrinsisch, schon den Grundstein legt für das, was später kommt, die Nutzung als Karrierehebel sozusagen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und der Bericht, der liefert da ja auch ganz konkrete Beispiele. Erstens, der Zugang zu besseren Jobs. Da wird eine Bewerbung bei einem multinationalen Konzern beschrieben. Deutsch war als bevorzugt gelistet in der Ausschreibung. Okay. Nice to have sozusagen. Genau, so dachte man vielleicht. Aber im Gespräch, im Interview, da wurde es dann zum Zünglein an der Waage. Wichtiger als bei anderen Kandidaten, die fachlich ähnlich qualifiziert waren. Ah, interessant. Die Fähigkeit, technische Details auf Deutsch zu klären. Das hat wohl den Ausschlag gegeben. Ein Aspekt, der hier wirklich hervorsticht. Wie aus diesem bevorzugt plötzlich entscheidend wird. Ja, das unterstreicht doch, wie wertvoll es für international agierende Firmen ist, Leute an Bord zu haben, die direkt mit Teams oder Kunden, Partnern im Ausland kommunizieren können. In deren Muttersprache. Ja, klar. Das spart Zeit, das spart Geld für Übersetzer und es fördert vor allem die direkte Zusammenarbeit. Das stimmt. Sprachkenntnisse wirken hier dann fast wie ein Türöffner, ein Gatekeeper für bestimmte Positionen oder Projekte. Ein gutes Bild. Zweitens, und das fand ich auch sehr spannend, Vertrauen und Beziehungsmanagement. Ganz wichtig. Die Zusammenarbeit mit Ingenieuren in München wird als Beispiel genannt. Präzise Kommunikation auf Deutsch, egal ob jetzt in E-Mails oder in Meetings, Verhandlungen, das half enorm, Missverständnisse zu vermeiden. Logisch. Aber, und das ist der Punkt, genauso wichtig war wohl das Gespür für die deutsche Geschäftskultur. Also diese oft zitierte Direktheit, die Pünktlichkeit, die Gründlichkeit. Und das berührt ja einen wichtigen Punkt, die kulturelle Ebene, die dahinter steckt. Genau, das ist der Kern. Sprachkompetenz geht eben oft Hand in Hand mit kultureller Kompetenz. Das eine bedingt fast das andere oder verstärkt es zumindest. Ja, wer die ungeschriebenen Regeln der Geschäftskommunikation im Zielland versteht und auch anwendet, der baut Vertrauen auf. Das ist die Währung. Und dieses Vertrauen ist dann die Basis für stärkere Beziehungen, für mehr Verantwortung, vielleicht auch für den Aufbau eines unterstützenden Netzwerks. Man darf das echt nicht unterschätzen. Sprache ist hier so viel mehr als nur Worte. Sie ist ein Schlüssel zur Kultur und damit eben auch zu tieferen, belastbareren Verbindungen. Ein sehr wichtiger Punkt. Und drittens, das Beispiel für Führungsaufgaben. Ja?
Der Bericht beschreibt den Aufstieg ins mittlere Management und dann die Leitung einer wichtigen Marktanalyse für die gesamte Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Wow. Und das wurde, so heißt es, direkt durch die Deutschkenntnisse ermöglicht. Die Fähigkeit, deutsche Primärquellen, also Branchenberichte, vielleicht sogar Gesetzestexte, direkt zu analysieren. Ohne Umwege, ohne Übersetzung. Genau. Das verschaffte offenbar einzigartige Einblicke, die andere nicht hatten. Und das führte dann letztlich zur Beförderung. Das wirft natürlich die Frage auf, was kannst du als Zuhörer daraus jetzt mitnehmen, wenn du vielleicht gerade überlegst, eine Sprache zu lernen oder deine Kenntnisse zu vertiefen? Ja, das ist die Kernfrage. Es zeigt eben, wie Sprache den strategischen Wert einer Person für ein Unternehmen steigern kann. Ganz konkret. Man bekommt Zugang zu Informationen, die anderen vielleicht verborgen bleiben oder die sie nur über Umwege erhalten. Man kann tiefere, fundiertere Analysen liefern. Richtig. Und das positioniert einen natürlich für anspruchsvollere Aufgaben, für mehr Verantwortung, potenziell eben auch für Führungsrollen. Man kann sozusagen über den Tellerrand der eigenen Muttersprache und Kultur blicken und das nutzbar machen. Der Bericht nennt Sprache ja auch einen Soft-Skill-Multiplikator. Fand ich eine interessante Formulierung. Ja, das trifft's gut. Sie verstärkt quasi andere Fähigkeiten wie eben technisches Know-how oder analytisches Denken. Genau. Eine Studie der EU-Kommission von 2017 wird da auch zitiert, die das stützt. Leute mit Fremdsprachen haben demnach eine um 30% höhere Wahrscheinlichkeit, für internationale Projekte ausgewählt zu werden. 30%? Ja, und solche Projekte sind ja oft echte Karrierebooster. Absolut. Das ist ein zentraler Punkt. Sprachkenntnisse stehen selten isoliert da. Sie helfen eben, das vorhandene Fachwissen, die eigentliche Expertise besser einzusetzen und vor allem auch sichtbarer zu machen. Sichtbarer, ja. Was nie dabei allerdings noch auffällt oder was man sich fragen könnte, sind es wirklich nur die Sprachkenntnisse selbst? Oder sind es nicht auch die Eigenschaften, die man oft beim Sprachenlernen entwickelt oder braucht? Ah, wie meinst du das? Naja, sowas wie Lernbereitschaft, Offenheit für Neues, Durchhaltevermögen, Problemlösefähigkeit. Stimmt, C1 kommt nicht von allein. Eben. Wahrscheinlich wirkt da beides zusammen. Die Sprache selbst und diese Begleitkompetenzen und macht dann den Unterschied aus. Das ist ein guter Gedanke. Dazu kommen ja dann noch die harten Fakten. Die Wirtschaftskraft Deutschlands immer noch rund 20% des BIP der Eurozone, führend in vielen Innovationsbereichen. Unbestritten? Und eine LinkedIn-Analyse von 2023, die wird auch erwähnt, die listet Deutsch unter den Top 5 der von Arbeitgebern in Europa am häufigsten gesuchten Sprachen. Das passt ja perfekt zur beschriebenen Erfahrung. Sektoren, Ingenieurswesen, IT, auch Finanzen, wo deutsche Unternehmen global stark sind oder der Dachmarkt einfach eine riesige Rolle spielt. Ja. Deutschkenntnisse sind da oft eine sehr konkrete, direkte Antwort auf den Bedarf am Arbeitsmarkt, keine Frage. Und dann gibt es ja noch einen Aspekt, der vielleicht nicht sofort ins Auge springt. Die kognitiven Effekte. Ah, ja, das Gehirn. Genau. Eine Studie im Journal of Cognitive Psychology von 2019 legt wohl nahe, dass Zweisprachigkeit Fähigkeiten wie Problemlösung, Multitasking und generelle Anpassungsfähigkeit verbessert. Im Bericht wird das auch ganz konkret beschrieben. Das Ringen mit den Tücken der deutschen Grammatik, das hat wohl die Detailgenauigkeit geschult. Und das war dann wiederum nützlich im Projektmanagement. Das ist dieser oft unterschätzte, aber faszinierende Aspekt. Sprachenlernen ist Gehirntraining quasi. Ja. Diese gesteigerte kognitive Flexibilität, die verbesserte Aufmerksamkeit für Details, das kann sich wirklich positiv auf viele andere berufliche Tätigkeiten auswirken. Man wird, wenn man so will, ein vielseitigerer Denker und Problemlöser. Spannend. Natürlich, und das verschweigt der Bericht auch nicht, lief nicht immer alles glatt. Es gab Herausforderungen. Das gehört dazu, klar. Erwähnt werden zum Beispiel Selbstzweifel bezüglich der eigenen Sprachkompetenz. Gerade wenn es um Fachjargon ging in wichtigen Meetings. Kennen vielleicht einige. Oh ja. Dieses Gefühl, nicht präzise genug zu sein oder was Falsches zu sagen. Genau. Oder auch kulturelle Hürden. Die deutsche Förmlichkeit im Business zum Beispiel, die war anfangs ungewohnt und eine Hürde. Manchmal kämpft man da, glaube ich, mehr mit sich selbst und den Erwartungen als mit der Sprache an sich. Das ist sehr gut beobachtet. Entscheidend ist aber dann der Umgang damit. Wie geht man mit diesen Hürden um? Richtig. Und die beschriebenen Lösungswege im Bericht, also gezieltes, spezialisiertes Sprachtraining wie Wirtschaftsdeutsch, dann aber auch aktiv Feedback einholen.
Kollegen fragen. Mutig sein. Ja, und eben auch die Kultur bewusst studieren und sich anpassen, ohne sich zu verbiegen. Das alles zeigt eine sehr proaktive Haltung. Stimmt. Das ist natürlich oft leichter gesagt als getan, keine Frage. Aber dieses Verständnis dafür, dass sprachliche und kulturelle Kompetenz, dass die wirklich zusammengehören und Hand in Hand gehen müssen, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Gut auf den Punkt gebracht. Lass uns das mal zusammenfassen. Die persönliche Erfahrung, die wir betrachtet haben, zeigt wirklich eindrucksvoll, wie Deutschkenntnisse als Katalysator wirken können. Sie öffnen Türen zu Jobs, sie bauen Brücken zu Kollegen, zu Kunden und sie ermöglichen sogar strategischen Einfluss im Unternehmen. Und die Daten, die Studien, die wir kurz angesprochen haben, die untermauern diesen Wert ja auch. Was nehmen wir also daraus mit für dich? Für mich zeigt es, Sprachkenntnisse sind wirklich ein mächtiges Werkzeug in der heutigen globalisierten Arbeitswelt. Das ist keine Floskel. Absolut. Die Investition in eine Sprache wie Deutsch, und das gilt sicher auch für andere wichtige Sprachen, die zahlt sich oft auf so vielen Ebenen aus. Bessere Jobchancen sind das eine, das Offensichtliche. Klar. Aber eben auch die persönliche Entwicklung, die geschärften kognitiven Fähigkeiten, von denen wir sprachen, und nicht zuletzt ein erweiterter Horizont, ein tieferes Kulturverständnis. Das sind wichtige Erträge. Stimmt. Es geht also weit über das reine Vokabellernen oder Grammatikpauken hinaus. Es ist eine Investition in die eigene Vielseitigkeit. Sehr schön gesagt. Und damit möchten wir dir noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Welche bisher vielleicht unbemerkte Tür könnte das Erlernen einer neuen Sprache, ob das nun Deutsch ist oder eine ganz andere, in deinem Leben oder deiner Karriere öffnen? Eine Tür, an die du vielleicht bisher noch gar nicht gedacht hast. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.